Hans-Hermann, du bist zugeschaltet, ehemaliger Sicherheitsbeauftragter der Gesellschaft für technische Zusammenarbeit. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Jetzt fordern also Unionspolitiker von der amtierenden Regierung, die Flüge sofort einzustellen. Welches Signal würde das denn jetzt tatsächlich senden? Vielleicht ganz kurz vorab, ich weiß nicht, warum immer wieder gesagt wird, ich wäre ehemaliger Sicherheitsbeauftragter der GIZ. Das war ich nicht. Ich war Regionaldirektor der GIZ und habe die Großprojekte, die von internationalen Auftraggebern wie Weltbank, Vereinten Nationen und so weiter in Deutschland in Auftrag gegeben wurden, umgesetzt. Also Sicherheitsbeauftragter war ich nicht, aber ich glaube, ich kenne mich in Afghanistan recht gut aus und habe ja auch tägliche Kontakte dorthin und war auch erst vor wenigen Monaten und plane im Moment wieder eine Reise dorthin. Wenn ich so verschiedene Interviews höre, auch heute Morgen, sorry, wenn ich das so sage, bei Ihrer Konkurrenz in MoMA von der Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bundestag, dann habe ich oft den Eindruck, dass da Menschen über Afghanistan reden, die sich eigentlich überhaupt nicht mit Afghanistan auskennen, die wahrscheinlich auch selten da waren oder noch nie dort waren und nicht verstehen, wie dieses Land tickt. Interessant ist doch, seitdem wir weg sind, hat die Sicherheitslage in Afghanistan sich dramatisch verbessert, nicht verschlechtert, wie das immer dargestellt wird. Wir wissen ganz sicher, dass keine unserer Ortskräfte, sei es Militär oder zivil, von der Taliban-Regierung verfolgt wurde. Es gab natürlich Befragungen und Untersuchungen, aber es gab nicht dieses Bild, das wir hier bei uns zeichnen. Und ein zweites Mal, sorry, an dem auch die Medien große Schuld haben, dass wir glauben, Afghanistan wäre ein komplett rechtsfreier Raum, in dem jeder machen kann, was er will. Nein, Afghanistan ist sortiert, aber anders sortiert, als das bei uns so eigentlich aus unserem Denken sein sollte. Afghanistan ist anders, aber es ist kein rechtsfreier Raum, in dem der Staat macht, was er will, ganz und gar nicht. Trotzdem muss man ja sagen, man hat nun mal diesen Menschen von Seiten der deutschen Regierung eine Zusage gegeben, dass sie hier nach Deutschland kommen können. Auch wenn man jetzt unter den Umständen sagen könnte, ja gut, das sind vielleicht auch nur wirtschaftliche Gründe, warum sie jetzt herkommen möchten. Sie sind gar nicht mehr verfolgt. Trotzdem gibt es diese Zusage. Die kann man doch jetzt nicht einfach wieder zurücknehmen, oder? Ja, juristisch gesehen natürlich nicht. Aber praktisch gesehen sehr wohl, denn Massen unserer Ortskräfte hatten alle eine Zusage und die wurden auch in Islamabad befragt, nach meinem Dafürhalten nicht von Diplomaten, sondern von Beamten des Bundesinnenministeriums. Und da wurde dann zum Beispiel bei einem meiner Mitarbeiter, der zuverlässigste Mensch überhaupt war, da wurde seiner Tochter vorgeworfen, sie wäre Gefährderin, eine 17-jährige junge Frau, die gerne nach Deutschland wollte mit ihrem Vater, mit ihren Eltern zusammen, um hier zu studieren, Ärztin zu werden. Da sind also teilweise die wildesten Begründungen gefunden worden, warum unsere Ortskräfte abgelehnt wurden. Andere aber, und Sie sagten das ja in Ihrer Anmoderation, durch NGOs ausgesuchte Leute werden genommen. Teilweise mit den wildesten Begründungen. Übrigens, mein Ex-Mitarbeiter, der abgelehnt wurde, der klagt auch in Deutschland mit meiner Unterstützung gegen die Bundesregierung. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Er will mittlerweile gar nicht mehr nach Deutschland, weil ihm klar geworden ist, dass das hier sicherlich auch keine Steigerung wäre im Vergleich zu Afghanistan. Aber er möchte wissen, warum er eigentlich tatsächlich abgelehnt wurde. Herr Dube, Sie haben gerade gesagt, dass viele Menschen in der Politik nicht den blassesten Schimmer einer Ahnung haben, was in Afghanistan passiert. Sie haben die Grünen angesprochen. Und das ist ja auch die Klientel in der deutschen Politik, die es grundweg ablehnt, mit den Taliban zu verhandeln. Sollte sich an dieser Einstellung in der und unter der neuen Regierung etwas ändern? Unbedingt. Unbedingt. Wir reden ja schließlich auch mit den Saudis und mir würden noch viele andere Länder einfallen, mit denen wir reden oder mit den Regierungen dort. Nach meiner Erfahrung, und die ist verdammt lange, ich kenne Afghanistan seit Jahrzehnten, seit einigen Jahrzehnten,
mögen die Menschen dort, auch die Politiker, aus unserer Sicht sehr fremd wirken, sehr komisch aussehen. Aber ich bin noch nie in Afghanistan von einem Taliban, die ja auch während der gesamten Zeit da waren, während in der wir dort waren, übers Ohr gehauen worden. Alle Absprachen wurden eingehalten und mir wurden ja auch Versprechungen gemacht, die ich auch nach Berlin weitergetragen habe, dass wir selbstverständlich dorthin abschieben können und dass mit den Menschen dort anständig umgegangen wird, die wir abgeschoben haben. Also ich sehe, dass es möglich ist, mit der Taliban-Regierung zusammenzuarbeiten und auch tatsächlich vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Sie sind halt nur anders, aber Diplomaten, und davon gibt es verdammt gute im Auswärtigen Amt, wissen das, dass man auch mit Menschen, die anders sind, hervorragend kooperieren kann und auch Absprachen treffen kann. Sagt Hans-Hermann Dube. Danke Ihnen sehr für dieses Interview. Dankeschön. Tschüss.